Eine Frage, die uns im Moment immer wieder gestellt wird, ist, was tut die Telekom konkret und vor Ort, um in den vom Hochwasser betroffenen Gebieten schnellstmöglich die Infrastruktur wieder zur Verfügung zu stellen. Dies möchten wir exemplarisch an unserem Standort in Gerolstein aufzeigen. Gerolstein ist ein sehr wichtiger Standort für die Technik der Telekom, da hier sowohl für den Mobilfunkbereich als auch für den Festnetzbereich Technik verbaut ist. Dieser Raum stand bis vor wenigen Stunden bis unter die Decke voll Wasser. Unsere Technik, jetzt auch nach dem Abpumpen, nicht mehr einsatzfähig. Die Beschädigungen ziehen sich durch das komplette Gebäude und über unsere komplette Technik hinweg. Ein Instandsetzen dieser Technik wäre weder in Stunden noch in Tagen möglich. Um aber so schnell wie möglich weitere Mobilfunkstandorte wieder in Betrieb zu bekommen und zu versorgen und erste Festnetzdienste wieder in Betrieb zu bringen, setzt die Telekom auf das Disaster Recovery Team. Das Disaster Recovery Team wird im Rahmen einer sogenannten Safety-Maßnahme aus Göttingen durch ganz Deutschland einsetzbar geordert. Die Kolleginnen und Kollegen haben bereits in der Nacht angefangen, hierfür aufzubauen. Nachdem der Safety-Container abgeladen und aufgestellt wurde, beginnt nun die Arbeit, wo versucht wird, die Technik, die über Jahre in dem Gebäude gewachsen ist und unsere Kunden versorgt, provisorisch nachzubauen. Dieser Container wurde basierend auf der Vorarbeit unseres Katastrophenschutzmanagements in den letzten Tagen und Nächten hier vorkonfiguriert angeliefert. Nun beginnt die Detailarbeit. Wie hier in Gerolstein sind unsere Technikerinnen und Techniker aktuell im Dreischichtbetrieb 24 Stunden im Einsatz, um dort, wo noch nicht geschehen, unsere Technik wieder in Betrieb zu nehmen. Das ist leider jedoch nicht überall möglich. Aufgrund der aktuellen Lage gibt es Betriebsstätten, welche wir nicht anfahren können, beziehungsweise die nicht mit Netzersatzanlagen durch unsere Technikerinnen und Techniker ausgestattet werden können. Neben der priorisierten Wiederherstellung des Mobilfunknetzes sowie dem Aufbau des Festnetzes sind unsere Kolleginnen und Kollegen in den betroffenen Gebieten auch unterwegs, um unseren Kundinnen und Kunden Router, LTE-Router, Datengutscheine, Mobilfunkendgeräte und Powerbanks zur Verfügung zu stellen.